Ich habe nun das Galaxy Note 20 Ultra 5G ausführlich getestet und es ist Zeit für ein erstes Fazit. Passend ist das Ganze hier mit dem Galaxy Note selber gefilmt. Also immer wenn man mich im Bild sieht oder Landschaftsaufnahmen, dann ist das mit dem Galaxy Note gefilmt. Damit hat man auch einen Eindruck von Ton- und Videoqualität und das hier, das ist mit der Selfie-Cam im Videomodus aufgenommen. Nun steht das Note auf einem Stativ und ich kann mich so filmen. Natürlich sehe ich nicht genau, was ich aufnehme, aber es wird schon mehr oder weniger stimmen. Starten wir gleich mit der Kamera und Videoqualität. Wir sehen hier ein bisschen B-Roll, die ich gefilmt habe und ja, videomäßig hat das Note sicher zum iPhone aufgeholt, aber das iPhone nicht überholt. Es ist also vielleicht die zweitbeste, vielleicht die beste Videokamera, die man haben kann. Was deutlich besser geworden ist gegenüber dem S20 ist die Stabilisierung und natürlich auch der Fokus. Ich werde schön scharf gestellt, das ist wirklich wunderbar. Das hat beim Vorgänger nicht immer so gut geklappt. Es gibt weiterhin kleine Ärgernisse, zum Beispiel warum kann man, wenn man mit 60 Frames filmen möchte, die Weitwinkelkamera nicht mehr für Videos benutzen? Keine Ahnung, bei anderen Geräten geht das problemlos, bei Samsung kann man das nicht einstellen. Das sind so die kleinen Dinge, die einen dann trotzdem ärgern. Das ist auch beim Fotografieren so. Wieder, die Qualität ist sehr gut, was man aber auch erwarten kann bei einem Preis von 1300 Franken. Und ja, der Zoom ist auch brauchbar, auch für Videos, aber eben es ist nichts Überragendes. Samsung ist auch abgekommen, irgendwie einen 100-fach Zoom einzubauen, wie beim Vorgänger. Jetzt ist es nur noch 50-fach. Effektiv ist es 5-fach optisch und ich denke so bis 5 bis maximal 10-fach ist er sehr gut benutzbar. Alles drüber ist dann eben wieder ein bisschen Glückssache, ein bisschen schwierig und ja, die Bilder werden dann nicht so, dass man sie zum Beispiel ausdrucken und aufhängen möchte. Insgesamt die Qualität der Kamera sehr gut. Es ist eine Top-Kamera, aber eben, es ist auch ein Top-Preis. Ultrapreis, Ultrakamera, das passt natürlich, ist aber insgesamt nicht überraschend. Sogar gibt es eine Schwierigkeit, das ist wieder so ein 108 Megapixel Sensor und der hat einfach Mühe, wenn man Objekte neu fotografieren will, dass alles schön scharf ist. Es gibt immer eine Tiefenschärfe, die man aber gar nicht unbedingt bei solchen Objekten möchte und das ist der große Nachteil. Zwei Dinge gefallen mir am Note sehr gut. Eines ist, der Display ist nicht nur riesig mit 6,9 Zoll, er ist auch wirklich ultra scharf und sehr, sehr schön. Ja, ein Genuss, den anzuschauen. Sicher der beste Smartphone-Display, den man im Moment kaufen kann. Das zweite, mir gefällt auch das Design. Es ist so richtig quadratisch und gut, auffällig. Auf jeden Fall, aber ich finde es wirklich, das ist ein Highlight. Gefällt mir auch besser als beim S20, das ein bisschen langweilig war. Es sticht heraus, allerdings auch die Kamera, das Kamerasystem, das schaut also wirklich weit aus dem Gehäuse heraus. Wenn man eine Hülle nutzt, ist das nicht sein Problem, sonst ja, also es ist wirklich unglaublich, wenn man auf dem Tisch liegt, das wackelt wahnsinnig. Für mich schon ein bisschen problematisch, aber sonst optisch gefällt mir das Gerät sehr gut. Probieren wir zwischendurch noch eine kleine Spielerei aus, das ist Live-Fokus-Video. Ich sollte also jetzt scharf sein und der Hintergrund unscharf und mal schauen, ob das überhaupt funktioniert und ob das ein schönes Bild gibt. Ja, das könnt ihr selber im Video beurteilen. Ja, kommen wir doch zum Fazit. Für mich ist das Note 20 Ultra das beste Smartphone, das Samsung momentan im Angebot hat. Es ist allerdings auch eines der teuersten der Preise, gehen für die 5G-Version eben wie gesagt bei 1300 Franken rund los. Das ist sehr viel Geld, vor allem in der jetzigen Situation und ich muss sagen, man bekommt viel dafür, die Frage ist, ob es das wirklich wert ist. Für mich fehlt so ein bisschen etwas, das heraussticht, das wirklich so
der Aha-Effekt, dass man sagt, wow, so ein tolles Gerät. Für mich ist vieles sehr gut gemacht, sehr viel verbessert, und wenn man den S-Pen nutzen will, dann ist es sicher unbedingt ein Muss, dass man sich das Note kauft, weil es fast keine Alternative gibt. Aber für alle anderen ist die Auswahl halt groß, auch an Geräten, die ein paar hundert Franken weniger kosten und die Ähnliches leisten insgesamt. Von dem her so ein gemischtes Fazit fürs Note 20, für die neue Flaggschiff-Version von Samsung.